Du zahlst monatliche Raten für dein Auto und fragst dich, ob es eine Möglichkeit gibt, weniger zu zahlen? Die Refinanzierung deines Autokredits könnte eine Lösung sein, deine Raten zu senken oder die Laufzeit zu verkürzen. Doch wann ist der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel der aktuellen Autofinanzierung und lohnt sich dieser Schritt wirklich? In diesem Video erfährst du, welche Vorteile die Umschuldung bringen kann und worauf du achten musst. Was bedeutet Refinanzierung eines Autokredits? Bei einer Refinanzierung löst du deinen bestehenden Autokredit durch einen neuen Kredit mit besseren Konditionen ab. Das Ziel ist meistens, die monatliche Belastung zu senken oder die Gesamtkosten des Kredits zu reduzieren. In diesen Situationen lohnt sich eine Refinanzierung. Erstens, deine Bonität hat sich verbessert. Wenn du deinen ursprünglichen Kredit mit einer mäßigen Bonität abgeschlossen hast, kann eine verbesserte Kreditwürdigkeit zu deutlich besseren Konditionen führen. Besonders wenn du damals einen neuen Job angetreten hast, noch wenig Kredithistorie vorweisen konntest oder andere Schulden hattest, die du inzwischen getilgt hast, kann sich dein Schufa-Score deutlich verbessert haben, was zu niedrigeren Zinsen führt. Zweitens, du hast einfach bei deiner Hausbank finanziert und nicht verglichen. Viele Kreditnehmer wählen aus Bequemlichkeit oder Zeitdruck den Autokredit ihrer Hausbank ohne Konditionen zu vergleichen. Banken setzen oft auf diese Kundenloyalität und bieten nicht immer ihre besten Konditionen an. Der Kreditmarkt ist jedoch äußerst wettbewerbsintensiv und die Zinsunterschiede zwischen verschiedenen Anbietern können erheblich sein. Besonders Online-Banken und spezialisierte Kreditvermittler können oft deutlich günstigere Konditionen anbieten als traditionelle Filialbanken. Eine Marktanalyse von Verbraucherportalen zeigt regelmäßig Zinsunterschiede von 2 bis 3 Prozentpunkten zwischen dem günstigsten und teuersten Anbieter. Bei einem Kredit über 20.000 Euro kann dies einen Unterschied von mehr als 1.000 Euro in den Gesamtkosten bedeuten. Unter dem Video verlinken wir dir ein Anfrageformular, mit dem du persönliche Zinsangebote von mehr als 20 Banken anfordern kannst. Drittens, das allgemeine Zinsniveau ist gesunken. Die Leitzinsen unterliegen Schwankungen. Wenn das allgemeine Zinsniveau seit deinem Kreditabschluss gesunken ist, können neu angebotene Kredite deutlich günstiger sein. Besonders wenn zwischen deinem ursprünglichen Kreditabschluss und heute mehrere Jahre liegen, lohnt sich ein Vergleich. Viertens, du möchtest deine Laufzeit anpassen. Eine Refinanzierung kann auch sinnvoll sein, wenn du deine monatliche Rate reduzieren möchtest, indem du deine Laufzeit verlängerst oder deinen Kredit schneller abbezahlen willst, indem du die Laufzeit verkürzt. Fünftens, du hast ursprünglich beim Händler finanziert. Händlerfinanzierungen sind zwar bequem, aber nicht immer die günstigste Option. Oft sind die Zinssätze höher als bei Banken oder Online-Kreditgebern. Ein Vergleich kann hier erhebliche Einsparungen bringen. Sechstens, du hast eine teure Restschuldversicherung abgeschlossen. Viele Autokredite werden mit einer Restschuldversicherung angeboten, die im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Tod die Kreditraten absichert. Diese Versicherungen sind oft überraschend teuer und können die Gesamtkosten deines Kredits erheblich erhöhen. Dazu kommt, dass die Kosten für eine Restschuldversicherung auf die Kreditsumme aufgeschlagen und dann mit den monatlichen Raten bezahlt werden. So zahlst du auch noch Zinsen darauf. Außerdem kommen sie mit zahlreichen Ausschlüssen, Einschränkungen und Wartezeiten für den Versicherungsschutz. In der Regel lohnen sie sich nicht. Vor allem nicht bei einer Autofinanzierung, da du das Auto im Notfall auch verkaufen kannst. Bei einer Refinanzierung kannst du komplett auf die Restschuldversicherung verzichten, eine günstigere separate Versicherung abschließen und den Versicherungsschutz genauer auf deine tatsächlichen Bedürfnisse abstimmen. Diese Maßnahme allein kann die monatliche Belastung oft um 10 bis 20% senken. So berechnest du, ob sich die Refinanzierung lohnt. Um zu entscheiden, ob eine Refinanzierung wirtschaftlich sinnvoll ist, solltest du folgende Faktoren berücksichtigen. Erstens, Zinsunterschied. Vergleiche den effektiven Jahreszins deines aktuellen Kredits mit den Angeboten für eine Refinanzierung. Und zweitens, Restlaufzeit. Je länger die Restlaufzeit deines aktuellen Kredits, desto größer ist das Einsparpotenzial bei einer Refinanzierung. Ein Rechenbeispiel. Nehmen wir an, du hast vor 2 Jahren einen Autokredit über 20.000 Euro mit einer Laufzeit von 6 Jahren und einem Zinssatz von 5,9% aufgenommen. Deine monatliche Rate beträgt ca. 329 Euro. Nun findest du ein Angebot für eine Refinanzierung der Restsumme, etwa 14.000 Euro, zu einem Zinssatz von 3,9% und einer Laufzeit von 4 Jahren. Die neue monatliche Rate würde 315 Euro betragen. Das entspricht einer Einsparung von 14 Euro pro Monat und einer Gesamteinsparung über die Restlaufzeit von etwa 672 Euro. Wenn die Kosten für die Umschuldung unter dieser Summe liegen, lohnt sich die Refinanzierung. Wann sich eine Refinanzierung nicht lohnt? In folgenden Fällen solltest du von einer Refinanzierung absehen. Wenn du bereits mehr als 2/3 der Laufzeit zurückgezahlt hast, wenn der Zinsunterschied minimal ist, weniger als 1%,
oder wenn deine finanzielle Situation instabil ist und du Schwierigkeiten bei der Kreditgenehmigung haben könntest. Fazit: Eine Refinanzierung deines Autokredits kann dir unter den richtigen Umständen erhebliche Einsparungen bringen. Der Schlüssel liegt in einer sorgfältigen Berechnung aller Faktoren und einem umfassenden Vergleich verfügbarer Angebote. Mit dem Formular des Anbieters, den wir unter dem Video verlinken, kannst du kostenlos mit nur einer Anfrage die Angebote von ca. 20 Anbietern einholen. Mit etwas Recherche und einer klugen Entscheidung kannst du möglicherweise Hunderte oder sogar Tausende Euro über die Laufzeit deines Autokredits sparen. Geld, das du für andere wichtige Lebensbereiche oder zukünftige Investitionen nutzen kannst. Hast du noch Fragen zur Umschuldung eines Autokredits? Dann schreib uns einfach in den Kommentaren. Wir beantworten sie gern. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns gerne einen Like da. Wir würden uns sehr darüber freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.